Hier. Oh, und wen haben wir da? So, erstmal so. Herzlich willkommen, Schema bei Kubi Against the Games. Bist du da? Ja, Ah, hallo. da ist er jetzt da. Da ist er jetzt da, der Schema. Ja, stell dich mal vor, wo kommst du her? Was machst du? Wie alt bist du? Was hast du gemacht? Wodurch könnte man dich kennen vielleicht? Ja, hallo, ich bin eben Schema. Mein echter Name ist Robin und ich bin aufgewachsen in Bayern. Allerdings, wie man hört, spreche ich nicht wirklich bayerisch. Bin 29 Jahre alt und bin der Macher von StarMate. Ganz genau. Und daher, von daher lieben wir dich. Ähm, gut, genau. Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Wie bist du auf Star eigentlich gekommen und was hat dich inspiriert? Ich meine, ja, Minecraft vielleicht oder so. Nichts Ah, ultimativ, also ich hatte schon, also das erste Projekt, das ich jemals gemacht habe, war ein RTS-Spiel, also ein ah, Echtzeitstrategiespiel. Ähm, Das hat so mal zu meiner ersten Programmiererfahrung eben geführt. Und ich hatte schon immer den Traum, eben ein Weltraumspiel zu machen, bei dem man so gut wie alles customizieren kann. Das war noch bevor Minecraft überhaupt draußen war. Und dann, als ich zum ersten Mal eben Minecraft gesehen habe, dann machte das Ganze einfach so viel Sinn, dass ich es einfach machen musste in die Richtung. Da gab es für mich keinen Weg rundum. okay. Also das war Aber schon immer dein Trend, dein Traum quasi. ja, also ich hatte ja zuerst so eine Art Lego-System geplant, dass man halt eben vorgefertigte Schiffteile zusammenbastelt. Aber das dann praktisch das Konzept mit Blöcken macht um einiges mehr Sinn. Ja, das stimmt. Also kann ich so unterschreiben. Funktioniert alles wunderbar an sich. Also ich sage immer, wenn einer fragt, was ist da eigentlich StarMate, dann sage ich immer, in Minecraft kannst du Sachen bauen, dann hast du die irgendwann fertig, dann sehen die toll aus und dann stehen sie halt da. Und bei StarMate ist das so, dann kannst du damit rumfliegen und Kriege führen. Genau. Also Genau. ich muss selber zugeben, ich habe in meinem Leben, glaube ich, genau 3 Stunden Minecraft gespielt Oh. insgesamt. Also meine ganze Inspiration kommt nur vom Minecraft gucken. Und ich wollte es auch so lassen, um mich nicht irgendwie noch mehr irgendwie in der Richtung zu beeinflussen zu lassen. Mhm. Weil für mich eigentlich die Hauptsache ist, ich fand es bei Minecraft immer schade eben, dass die Blöcke eben nur Blöcke im größten Teil sind und dass halt die Struktur an sich nichts mehr mit dem Spiel zu tun hat, sondern eigentlich nur noch zum Aussehen da ist. Und deshalb dachte ich mir halt, es wäre super, wenn jetzt die Struktur, die man selber baut, das eigentliche, worum sich das Spiel dreht, eben ist. Ja. Ja, das hast du auch gut geschafft, auf jeden Fall. Wie lange arbeitest du jetzt schon daran, an StarMate an sich? Wann hast du angefangen damit? Oder so die erste Idee? Also das hört sich auch gerade so an, als wenn du schon länger diese Idee hattest. Also Wann? als damit fokussiert als damit an dem Game mit selbst 3 Jahre Oh, und an der Engine arbeite ich schon ungefähr 8 Jahre, allerdings noch ohne Cubes eben damals. okay. Also an der Engine schon ein bisschen länger. 3 Jahre, sagst du. Genau. Das ist schon eine Also, Hausnummer, ne? Ich meine, also du hast an ja. der Engine 8 Jahre und dann Oh. damit selbst 3 Jahre. Okay. Nicht schlecht. Eine Hausnummer auf jeden Fall. Und ganz alleine, ne? Am Anfang auf jeden Fall. Ja, also immer noch allein, mehr oder weniger, also was Also, Programmieren angeht. okay. Also Programmieren komplett alleine. Genau. Ah, nicht schlecht. Dann, aber eine häufig gestellte Frage auf jeden Fall ist, dürfen wir als Spieler von StarMate mit einem Plugin-System rechnen? So ähnlich wie es halt bei Minecraft ist. Ja, definitiv. Also ich wollte es auch so machen, dass es nativ unterstützt wird, dass praktisch nicht irgendwie etwas extra gebraucht wird, um Mods dann installieren zu müssen, sondern eben, dass man direkt einfach Mods genauso eben einfach einbauen kann über ein Interface, ohne dass Wo? extra Dinge benutzt werden müssen. Okay, aber ist im Moment noch nicht so, oder? Nein, im Moment noch nicht. Also Okay. die einzige Möglichkeit im Moment ist eben, entweder man tut sich den Programmcode eben obfusziert an Ah, oder eben durch das Config besteht er jetzt, also durch diese Config-Sache besteht er jetzt schon äh, geringfügig die Möglichkeit, eben Dinge zu modden, Blöcke zu adden, das Preise stimmt. zu, Preise zu verändern und so weiter. Das stimmt, das stimmt. Das ist auch schon mal auf jeden Fall ein erster Schritt. Das ist schon mal echt cool. Auch dieses Interface quasi im Launcher, wo man Blöcke selber hinzufügen kann, texturieren und Werte ändern und so weiter. Ja. Schon ganz gut auf jeden Fall. Genau. Woran arbeitest du zurzeit und was dürfen wir in den kommenden Patches erwarten?
Also ich kann mal ein Bild posten von dem, was ich heute gemacht habe. Ja, so, Moment, ja, da muss ich mal kurz, ich muss dir mal kurz dann. Oh, oh, das wird einige Leute befriedigen. Jungs, wollt ihr das sehen überhaupt? Ja, ne? Vielleicht, okay, so. Hier. Das hat er mir gerade. Oh, die Kamera hat ein bisschen Schaden. So. Genau, das sieht aus wie eine ziemlich große Stadt auf dem Planeten. Ja, genau. Also das ist komplett generiert. Ah, Und da, ja, das habe ich halt eben heute gemacht. Diesen ah, Algorithmus, der das Ganze zusammenwürfelt. ziemlich nice, auf jeden Fall. Also alles hier auch generiert zusammen mit der Welt, wie auch die Planeten im Prinzip wahrscheinlich generiert werden, ne? Genau, also jede Stadt schaut auch anders aus. Ich sehe schon, da hast du unten noch in den alten Wolkenkratzer schon ganz gut reingeschossen hier auf der einen Seite. Da ist auf jeden Fall ein Loch drin. Nee, cool. Also auf jeden Fall, das wird richtig, richtig nice. So, gut. Wie hast du auf den Yogscast, auf das Let's Play von Yogscast reagiert? Wusstest du schon davon im Vorfeld oder wurdet ihr da genauso überrascht, sag ich mal, wie die tausende User, die dann auf einmal darauf aufmerksam geworden sind? Also ich wusste es von Leuten eben, die das Spiel empfohlen haben auf einem Stream von Blogscast. Mhm. Und das war aber nicht komplett bestätigt. Und dann habe ich die halt eben per E-Mail angeschrieben und gefragt direkt. Und die Mhm. haben mir das dann eben bestätigt. Und dann konnte ich mich halt wenigstens etwas vorbereiten, dass ich praktisch nicht irgendwie jetzt ein neues Release irgendwie einen Tag davor mache, wo Game-Breaking-Bugs drin sind oder so. Das war schon ganz hilfreich. Mhm. Ja, nee, sah auf jeden Fall auch lustig aus. Sind ja auch lustige Kerle, die Leute von Yogscast. Ja, definitiv. Bisher gibt es, glaube ich, schon drei Teile davon, ne? Ja, genau. Also Drei? 3 Teile haben sie insgesamt gemacht und Mhm. möglicherweise vielleicht kommen sie irgendwann wieder und machen nochmal was. Ja, also ich würde es dir gönnen, auf jeden Fall. Oder halt euch komplett mit deinem Projekt. Genau. Wie viele Leute seid ihr im Moment im Team? Also du sagst ja schon selber, programmiertechnisch bist du alleine auf weiter Flur. Genau, also ich habe halt eben dann noch den Beetlebär, der mir so ziemlich bei allem hilft Mhm. und halt eben die Texturen macht. Und dann habe ich noch einen Web-Admin, der sich um die ganze Technik im Hintergrund kümmert, eben was die Webseite und so weiter angeht. Mhm. Ist allerdings auch kein Webdesigner. Und ja, und dann habe ich halt eben noch mein Team aus Testern, Ja. die halt eben das Forum moderieren und die Chat und so weiter. Und halt eben, wenn jetzt ein neues Release rauskommt, wenn es wirklich Features gibt, die Testing benötigen, Mhm. dann gebe ich denen zuerst einen Test-Release, bevor ich das eben auf die Öffentlichkeit loslasse. Ja, da muss es ja vorher halt nicht so sehr drauf achten, ne? Jetzt ja schon. Ja, ja, also ich sage immer noch, wir sind jetzt immer noch in der Alpha und da wird sowas passieren, weil selbst mit den Testern kann ich nicht vermeiden, dass ab und zu wirklich was Mhm. dabei ist. Also zum Beispiel, als ich das UDP gemacht habe, das ist komplett in die Hose gegangen, weil da die Buffer falsch eingestellt waren. Funktioniert das jetzt eigentlich im aktuellen Patchstand? Es funktioniert besser, allerdings noch nicht ganz. Und ich zweifle, dass UDP überhaupt eine gute Idee ist insgesamt, weil im Grunde ich TCP wieder auf UDP drauf implementieren muss, mehr oder weniger. Dann hat er den Weil, Vorteil von UDP ja nicht richtig ausspielen können. ja, ganz genau. Also es ist so, dass ich halt wirklich festgestellt habe, dass die meisten Daten in StarMate einfach reliable sein müssen. Dass ich kann mir nicht leisten, dass halt ein Chunk nicht durchkommt oder Ja. dass, weil ich halt eben mein Protokoll arbeitet auf einer Änderungsebene, das heißt, es schickt nur Änderungen rüber und um halt die Daten so klein wie möglich zu halten. Und wenn da halt dann ein wichtiges nicht ankommt, dann kann das halt zu einer totalen Panik auf der anderen Seite führen. Ja, na klar. Und das würde mehr Probleme verursachen, als es dann im Endeffekt gebracht hat, ne? Ganz genau. Und mittlerweile ist eben TCP auch durch gewisse Optionen, wie zum Beispiel den Nagel-Algorithmus, den man ausschalten kann, ähm, Habe ich schon gesehen, beinahe, dieser No-Delay-Trigger. genau, Ja. es ist beinahe so schnell wie UDP. Natürlich gibt es da noch entscheidende Unterschiede, aber eben für etwas, was ich machen will, eben mit der Anforderung, die ich habe. Und ich meine, Spiele wie World of Warcraft zum Beispiel nutzen TCP. Mhm. Insofern, World of Warcraft ist schon ein bisschen netzwerkorientiert, deshalb, Das stimmt, bei World of Warcraft wusste ich auch noch, da kann man sehr, sehr, sehr viel rausholen mit der Deaktivierung des Nagel-Algorithmus. An Ping ja, jetzt und ja, diese ganzen Checks und sowas. Ist ja im Prinzip TCP, ODP ist ja im Prinzip, bei TCP weiß man, dass das Paket ankommt, auf jeden Fall, weil dann so eine Bestätigung kommt nochmal zurück, ne?
Genau, und das ist die Sache. Und das musste ich eben bei UDP einfach manuell dann implementieren, was dann im Endeffekt langsamer ist, weil das Ganze dann über eben eine höhere Ebene, über eben Java in dem Fall läuft und nicht mehr über die Maschine selber. Ah, Also direkt auf der Grafikkarte eben. okay. Oder halt Betriebssystem in dem Fall. Okay. Wurde StarMate denn bisher oft verkauft? Ja, also Bist jetzt reich? nein, definitiv nicht. Dafür reicht es leider noch nicht. Ah, okay. Aber mir geht es auch wirklich nicht wirklich ums Geld. Also mir geht Ah, es hauptsächlich ums Spiel. Und der Grund, warum ich jetzt den Preis erhöhen muss, ist einfach, weil ich jetzt 500 Euro im Monat für Server bezahlen muss, ab dem wow. kommenden Monat, weil wir eben auf eine härtere Struktur umschalten müssen, damit es halt ausfallsicherer wird und eben die praktisch, wenn sich jemand ablinkt, dass es dann auch sicher funktioniert. Ja, ja. Ja, ist wichtig, klar, dass das funktioniert, natürlich. Dass es verlässlich ist. Ja, Dann jetzt machen wir mal weiter hier. Wird es möglich sein, die Universumsgröße zu begrenzen? also das Also kann den ich. Spielern quasi in irgendeiner Weise ja, Grenzen aufzuerlegen. Ja, also das ist definitiv möglich. Es ist sogar ziemlich einfach zu implementieren, würde ich sagen. Hm. Die Sache ist allerdings, also ich habe bisher das nicht gemacht, weil ich das halt gern auf natürliche Art und Weise machen würde. Dass halt eben am Anfang, wenn man ein neues Universum startet, dann ist halt alles um einen herum so ziemlich feindliches Gebiet und man muss dann langsam eben sich ausbreiten. Mhm. Und dann wollte ich auch noch andere Strukturen implementieren, sodass das Universum nicht immer gleich in allen Gegenden ist, sondern eben auch Unterschiede hat wie Nebel oder so weiter. Eben Ah, zum Beispiel sehr ressourcenreiche Nebel und da würde sich dann die Spieler natürlich drum streiten, weil der Nebel ist nur so groß. okay, das gibt es ja im Moment noch nicht. Also irgendwie die Nee, Sektoren nee. sehen bisher alle gleich aus. Aber das ist ja schon mal cool, dass da so gewisse Unterschiede drin, also so diesen Entdeckerdrang zu wecken, nochmal in dem Spieler. Ja, genau. Und deshalb wollte ich eben so eine Art Restriktion auf also Elemente, die die Spieler näher zusammenbringen, eben auf natürliche Art und Weise machen und nicht einfach irgendwie eine Wand hinsetzen. Ja, sehr cool. Ähm, genau, du hast ja Starman of Greenlight, was der nächste, das wird also, ich denke, das wird auf jeden Fall greenlighted oder greenlit, wie man sagt. Ja, ich hoffe. Genau, wie sieht es im Moment der Status aus? Du hast ja irgendwelche Statistiken, kannst du ja einsehen. Also sieht das gut aus oder naja, könnte vielleicht noch scheitern oder wie sieht das aus? Also ja, wir sind jetzt seit 2 Wochen auf Platz 2. Wow, okay, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus, aber liegt dann immer am Endeffekt bei Steam. Wenn das nicht in deren Konzept passt, dann wird es nur nichts. Also ich muss dazu sagen, da sind schon ganz andere Spiele auf Steam erschienen. Qualitativ minderwertiger, sag ich mal. Ähm, die auch ohne Probleme gegreenlightet wurden, da wird es damit gar keine Probleme haben. Also jetzt rein von dem, was bisher jetzt, worauf man zurückblicken kann bei Steam auf jeden Fall. Ja, Also das wird gut. Das wird gut. Und dann kommt der nächste Hammer. Also Yogscast war der erste Streich und Steam wird der zweite sein. ja, Ähm, da bin ich mal gespannt, was das noch wird mit Steam. ähm, genau, die Bewegung des Sonnensystems ist ein attraktives Feature, kann aber zu vielfältigen Problemen führen. Wird es eine Option zur Deaktivierung dieser Bewegung, dieser Sektorbewegung geben? Ja, es ist eigentlich so einfach wie einen Wert auf Null zu setzen für mich. Das kann ich definitiv als Option geben, aber ich habe auch schon einen Fix für diese Disorientierung, die man hat, wenn man von einem starren Sektor in einen sich bewegenden Sektor eben fliegt, dann verliert man die Orientierung und viele Leute enden dann damit, dass sie halt im Kreis fliegen, weil sobald sie in den Sektor reinfliegen, eben sich um 180 Grad drehen und dann den gleichen Weg wieder zurückfliegen, obwohl sie nie die Maus bewegen. Mhm. Und da habe ich eben auch schon einen Fix im Kopf, der das Problem möglicherweise löst. Allerdings könnte es trotzdem noch zu gewissen Orientierungsschwierigkeiten geben. Das ist halt einfach die Natur der Sache, Aha. da die Bewegung mehr oder weniger virtuell ist. Sobald man einen rotierenden Sektor in einen reingeht, dann dreht sich das gesamte Universum um diesen Stern. Ja, ja, das soll ja quasi die Planetenbewegung, glaube ich, um das Sonnensystem an sich simulieren, ne? Genau, und die Sache ist, dass es auf natürliche Art und Weise entweder zu Performance ähm, trächtig wäre, dass man eben einfach Physics-Glitches hat, wenn sich die Objekte selber bewegen würden. Zum Mhm. anderen
ist es halt schwer, einfach innerhalb von einem Grid einen Teil von dem Grid rotieren zu lassen. Das geht halt nicht, weil die sich halt dann eben überschneiden würden und dann würde man Mhm. stehend in einem Sektor einfach plötzlich in einen anderen Sektor gebeamt werden, weil es plötzlich überschneidet wird mit einer Ecke von sich einem rotierenden Ah, Teil. okay. Also bin da schon alles durchgegangen und für das, was es tut, eben für den einen Effekt, dass es Tag oder Nacht wird, habe ich mir halt gesagt, okay, das kann man auch mehr oder weniger faken, weil es tut eben nur Tag oder Nacht. Es hat jetzt nicht wirklich eine andere Bedeutung. Ach so. Und, und für das, was es tut, ist es halt wirklich nicht wert, dafür größere Performance zu opfern. Okay. Also könntest du ohne Probleme einbauen, dass Server-Admins quasi sagen können, eins oder null, True oder False, möchte ich nicht Genau. haben, möchte ich haben. Ja. Okay, Also ich mache es wahrscheinlich einfach so, dass man die Tageszeit, also die Geschwindigkeit, also wie lange ein Tag dauert, einstellen kann und dann halt mit Minus einfach auf ah, gar nicht. super. Das würde schon sehr, sehr vielen Leuten sehr, sehr helfen, würde ich sagen. Ja, das kenne ich nämlich selber auch. Man fliegt auf einen Planeten zu und auf einmal ist der Planet irgendwo hinter einem. Quasi. Ganz krass ausgedrückt. Ja, genau, das ist genau das Problem. Mhm. Gut, dann gibt es Pläne zum Thema feindliche Schiffe entern oder Infanteriekampf quasi auf den Stationen oder wie auch immer, je nachdem wie das Schiff natürlich gebaut ist oder auf dem Planeten, dass man da ein bisschen ja, Infanteriekämpfe ausführen kann oder Individualisierungsmöglichkeiten des Charakters. Ja, also definitiv. Also das habe ich ja schon in den News angekündigt, dass ich jetzt demnächst eben ein großes Update plane in Sachen ähm, persönliche Gegenstände. Und es wird dann eben so eine ähnliche Struktur annehmen, eben wie ganz normale RPG-Spiele wie, sagen wir mal, jetzt Skyrim oder Fallout, eben, dass man seinen Charakter äh, auch anziehen kann, eben verschiedene Waffen hat, vielleicht auch eben diesen einen Klick, mit dem man einen Block wegnehmen kann, damit ersetzen, dass man eben einen Mining Laser braucht, den es dann in verschiedenen Leveln gibt oder den man auch verbessern kann und so weiter. Eben, da kann man praktisch eine ganze RPG-Struktur nochmal drüber einbauen. Sehr cool. Aber ich habe mich halt bislang eben zurückgehalten, weil ich wollte halt erst die Grundstruktur vom Spiel so weit fertig machen, dass er eben das Ganze mit den ähm, Blöcken und den Schiffen eben im Mittelpunkt steht und darum dann das System bauen, eben Ah, das außerhalb des Schiffes. ach so, quasi wolltest du erstmal das fertig haben, so wie du dir das vorstellst, und dann kommen dann so Nice-to-Have-Features dazu. Wie dieses RPG-System und sowas, dass die Spieler sich individualisieren können und sowas. Genau, also es ist mehr als ein nice to have, aber es ist Hm. halt, ich habe halt deswegen gewartet, weil ich einfach wissen wollte, wie weit ich gehen kann, wie weit funktioniert das, was ich mir vorgestellt habe, eben für die Blöcke, weil ich plane nämlich, dass sich die Gegenstände, die man ähm, praktisch hat, Mhm. nach denselben Systemen funktionieren, eben wie Schiffsbau. Äh, nicht so wie bei Cube World, denke ich, aber auf eine andere Art und Weise. Also eher so ein bisschen wie Diablo, Ah, Diamanten und so weiter, Sockeln. cool. Das wird richtig, richtig gut, auf jeden Fall. Also hat man quasi wie so ein richtiges Inventarsystem mit beispielsweise natürlich rechte Handschuhe, linke Handschuhe, Brustpanzer oder sowas. Ja, genau. Sehr cool, auf jeden Fall. Und da kann man sich das craften und sowas, ne? Ja, Ja, Cube hast du ja bei mir auf dem Stream gesehen, ne? Als du einmal ja, genau. dachtest, dass es letzte Woche jetzt schon losgeht und alles und um 21 Uhr irgendwann aufgetaucht bist. Ja. Ja, sehr gut. Gut, kommen wir zur nächsten. Würde es die Möglichkeit für Spieler geben, eigene Shops zu öffnen? Ja, definitiv. Also das wird praktisch in so einer Art speziellen Block funktionieren, der halt genauso dann eine Station zu einem Shop macht. Und in den Block kann man dann eben Dinge einfüllen mit einem Inventory, praktisch die man verkaufen will. Und das war es dann auch schon. Und man kann möglicherweise dann auch noch den Preis angeben, Ah, praktisch, so wie viel man etwas verkaufen will. sehr cool. Also quasi auch im Prinzip so sich eine Station bauen, die aussieht wie so ein Supermarkt. Und Ja, genau. das ist auf jeden Fall, das wird viele Leute, ich sehe hier gerade im Chat, Chema, wir lieben dich. Sehr gut. Genau, und wird es eine Möglichkeit geben, die Shops, die normalen Shops, wie sie jetzt implementiert sind, zu deaktivieren? Quasi, und das wird für eine straffe Economy sorgen und Spieler Interaktionsanreize bieten, dass die halt Spieler so untereinander handeln von ihren eigens gecrafteten Sachen und dann gibt es dann auch so ja, Konkurrenz untereinander, so der eine Händler muss günstiger sein als der nächste und sowas und
Achso, ja, natürlich. Also das wird auf jeden Fall, ist auch nicht schwer umzusetzen. Ja. Es ist also im Moment bloß so eine Anzahl an Shops eben und deren Inventar, weil einfach viele Spieler halt das Spiel zum ersten Mal spielen und dann halt noch nicht mit Rohstoffknappheit wirklich umgehen können. Aber Ja. das werde ich jetzt definitiv demnächst einbauen, dass sowohl Anzahl von spannenden Shops als auch eben deren Grundstock eben Mhm. modifizierbar ist. Oder halt komplett deaktivieren mit null einfach Oder wahrscheinlich. komplett, Ne? komplett deaktivieren, ja. Boah, das ist